Ist das Leben auf den Philippinen für Rentner aus dem Ausland tatsächlich eine Entwicklungsland-Hölle? Das legt ein YouTube-Video nahe, in dem jemand über seine Erfahrung auf den Philippinen spricht, wo er 10 Jahre lang gelebt hat. In diesem Video werden wir uns einmal damit auseinandersetzen und uns überlegen, ob das tatsächlich eine realistische Einschätzung ist. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du diesem Kanal folgst, dann weißt du ja, dass wir uns relativ intensiv mit dem Thema Philippinen auseinandersetzen. Ich persönlich bin schon seit 2008 auf den Philippinen geschäftlich aktiv. Ich kenne die Philippinen sehr gut. Wir haben dort ein Office. Wir helfen Mandanten dort, einen Wohnsitz zu etablieren, einen steuerlichen Wohnsitz und auch Visa, wie zum Beispiel das SRRV Rentnervisum zu bekommen. Die Philippinen haben extrem viele Vorteile. Steuerlicher Art, ein Abkommensstaat mit Deutschland. Aufenthaltsrechtlich sind sie viel einfacher zum Beispiel als Thailand und vielfach sind auch die Lebenshaltungskosten wirklich sehr günstig, vom schönen Wetter und den netten Menschen mal abgesehen. Wenn du vorhast, in die Philippinen zu ziehen oder dort einen zweiten Wohnsitz zu etablieren, zum Beispiel als Steuerwohnsitz oder als Compliance-Wohnsitz, dann können wir dir absolut dabei helfen. Weitere Infos natürlich auf unserer Website. Der Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir organisieren auch regelmäßig Reisen auf die Philippinen. Da werde ich dir dann Davao zeigen. Davao ist die Stadt, in der wir dort aktiv sind. Das Ganze beinhaltet natürlich ein intensives Seminarprogramm, wo wir uns dann sehr detailliert mit den steuerlichen Fragen des Wegzuges in Deutschland als auch natürlich den Philippinen befassen. Und dann lernen wir auch noch Land und Leute kennen. Auch dazu Details auf unserer Webseite. Würde mich freuen, mit dir zusammen in die Philippinen zu reisen. Diese Reisen sind fantastisch und du verbringst ein paar Tage mit Gleichgesinnten in diesem schönen Land. Es wird tatsächlich dein Bewusstsein öffnen, das kann ich dir versprechen. Aber jetzt zurück zu unserem eigentlichen Video. Andrea hat uns ein Video geschickt und hat uns gebeten, dieses Video zu kommentieren. Wie gesagt, Titel dieses Videos ist 10 Jahre auf den Philippinen, was dir keiner erzählt. Ich meine, es gibt ja viele solche Videos, wo dann jemand letztlich seine Erfahrungen in einem fremden Land oder auch irgendeiner anderen Sache berichtet. Da wird immer so mit dem Kontrast gespielt, dass einem ja normalerweise vielfach auf YouTube in den sozialen Medien immer nur die positiven Seiten gezeigt werden. Wenn man sich aber natürlich das Ganze im Detail anschaut, dann wird es recht kompliziert, mühselig, komplex, teuer etc. pp. Andrea, wir kommentieren das natürlich gerne. Ein sehr interessantes Video. Das gleichzeitig auch an eine Aufforderung an alle. Wenn du ein interessantes Video gesehen hast und dir denkst, naja, das wäre doch mal interessant, wenn das Perspektive Ausland und Sebastian kommentiert. Ein Video, bei dem es vielleicht um Auswandern, Steuern, Geld, EU und so weiter und so fort geht. Schick es uns gerne auf unsere Webseite perspektiveausland.com. Kannst du nach unten scrollen, dort findest du dann ein Formular, kannst du einen Gast oder ein Thema vorschlagen oder uns einfach auch eine E-Mail schicken. Wir freuen uns über alle Zusendungen. Fast alle Videos auf diesem Kanal tatsächlich sind von Mandanten inspiriert oder von anderen Mitgliedern aus unserer Community, die uns etwas zuschicken. Natürlich können wir nicht aus allen Zusendungen Videos machen. Dafür bekommen wir leider zu viele. Aber ich möchte dich ermutigen, uns deine Ideen zu schicken. Ich finde das eine tolle Sache. Und wie gesagt, ich danke euch dafür und danke dir besonders dafür, Andrea, für dieses spannende Video. Den vollen Titel des Videos werde ich hier nicht nennen. Ich werde auch zu dem Video nicht verlinken und natürlich sagen, wer das Originalvideo gemacht hat, das wir kommentieren, weil ich mich einfach nicht mit denen herumschlagen möchte, weil die dann möglicherweise das Gefühl hatten, ich hätte sie verunglimpft oder so. Aber Andrea, du kannst natürlich jederzeit in den Kommentaren gerne das Video posten, auf welches ich jetzt hier reagieren und welches ich jetzt kommentieren werde. Also, wie gesagt, das Setup ist, da wohnt ein Deutscher jetzt schon viele Jahre auf den Philippinen. Es geht ihm eigentlich gut, sagt er. Es gefällt ihm dort. Er ist dort Rentner bzw. Frührentner. Er lebt dort vom eigenen Kapital. Mittlerweile hat er wahrscheinlich seine Rente bekommen. Und er nennt jetzt so einige Details des Lebens in den Philippinen, was man so in den Hochglanzbroschüren, sage ich jetzt mal übertragen, nicht hört, was man in vielen YouTube-Videos, was man auf den sozialen Medien, in Instagram nicht findet, wo ja immer alles nach Sonne und Fröhlichkeit aussieht. Das erste Beispiel, was er nennt, ist die medizinische Versorgung. Er berichtet von Personen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, die einen medizinischen Notfall hatten und dann nicht rechtzeitig in Behandlung kommen konnten, weil sie es sich entweder nicht leisten konnten oder weil es eben in dem Ort, wo sie waren, keine qualifizierten Ärzte und auch keine geeigneten Krankenhäuser gab. Da muss man natürlich ganz klar sagen, ja, das ist so, definitiv. Das ist ein Problem in vielen Entwicklungsländern. Und die Philippinen sind ja ein Entwicklungsland. Ich weiß nicht, ob du dir das bewusst gemacht hast. Ja, die Philippinen sind ein Entwicklungsland. In Entwicklungsländern gibt es solche Probleme. Damit solltest du dich auseinandersetzen, bevor du in die Philippinen, bevor du in ein Entwicklungsland umziehst. Das kann möglicherweise weitreichende Konsequenzen haben.
Wir haben viele Mandanten, die in Entwicklungsländer umziehen, nicht nur die Philippinen, zum Beispiel auch Kenia oder ähnliche Länder. Und die machen sich dann sehr genau Gedanken dazu, was sie im Falle eines medizinischen Notfalls machen. Viele haben zum Beispiel eine Krankenversicherung, mit der sie dann nach Deutschland zurückgeflogen werden können mit einem Krankentransport, also mit einem Krankenjet. Viele behalten in Deutschland ihre Krankenversicherung weiter, zum Beispiel über eine Anwartschaft. Oder sie haben eine internationale Krankenversicherung, die auch Deutschland bzw. Europa abdeckt. So, und jetzt komme ich im Grunde schon zu der Kernaussage des Videos. Ich werde natürlich gleich auch noch andere Themen behandeln, aber die Kernaussage dieses Videos ist im Grunde genommen, wenn du in ein Entwicklungsland umziehst, wie die Philippinen, insbesondere dann, wenn du nicht mehr der Jüngste oder die Jüngste bist, dann musst du unbedingt die finanziellen Mittel haben, um auf solche Notfälle reagieren zu können. Also entweder musst du sehr vermögend sein, dass du sagen kannst, okay, vielleicht gibt es in den Philippinen nicht die Behandlung jetzt für dieses spezielle Problem, aber dann lasse ich mich eben zurück nach Europa fliegen oder irgendwohin nach Asien, vielleicht zum Beispiel nach Thailand, wo die medizinische Versorgung zum Teil ausgezeichnet ist. Oder ich muss das Geld haben, weiterhin in Deutschland eine Krankenversicherung zu haben wie eine Anwartschaft. Wenn ich das nicht habe, dann heißt das im Grunde genommen, dass du nicht ins Ausland umziehen solltest, beziehungsweise ich würde dir mit Sicherheit nicht dazu raten. Und das ist im Grunde genommen der Tenor dieses Videos. Es ist am Ende fast alles eine Geldfrage. Und wenn du das Geld nicht hast oder wenn du nur eine sehr geringe Rente hast, in dem Video nennt er zum Beispiel jemanden, der eine Rente hat in Höhe von 800 Euro, dann würde ich dir sicherlich nicht empfehlen, in die Philippinen auszuwandern als Rentner. Möglicherweise, wenn du jung bist, wenn du gesund bist und dann so ein bisschen von Pfadfinderromantik träumst, dann ist das wunderbar, dann ist das spannend. Aber wenn du ein gewisses Alter erreichst, wenn du vielleicht gesundheitliche Probleme schon hattest, dann muss man natürlich sich sehr genau Gedanken machen, ob das sinnvoll ist. Und meiner Meinung nach ist es absolut nicht sinnvoll, wenn du finanziell angespannt bist oder eine knappe Kasse hast. Ich würde niemals einem Mandanten bei mir in der Beratung empfehlen, mit 800 Euro im Monat oder auch mit 1000 Euro im Monat oder auch mit 2000 Euro im Monat in ein Entwicklungsland umzuziehen, wenn er nicht mehr Vermögen hat, um auf solche Notfälle reagieren zu können. Ja, also da müssen wir uns hundertprozentig klar verstehen. Es mag zwar schlimm sein und schlecht sein, in Deutschland arm zu sein, aber garantiert ist es noch 100-mal schlechter, in einem Entwicklungsland zu leben und dort kein Geld zu haben. Das kann ich dir aber garantieren. Ja, also erstens, du musst anerkennen, ja, die Philippinen sind ein Entwicklungsland und genau, die medizinische Versorgung ist dort möglicherweise eingeschränkt. Jetzt auch nicht überall. Also ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt ja schon vielen Mandanten geholfen, dahin umzuziehen und vielfach ist die medizinische Versorgung hervorragend, insbesondere wenn man ins private Krankenhaus gehen kann. Aber ja, es gibt natürlich Regionen, es gibt natürlich auch Krankheiten, da wird man dort nicht so gut behandelt werden können. Ja, das muss dir völlig hundertprozentig klar sein. Ja, das ist die Realität. Es bringt nichts, das zu verdrängen. Gesundheitssystem, das war das Erste, was hier letztlich an den Philippinen montiert wurde. Der zweite Teil war dann die philippinischen Frauen. Der YouTuber hat hier angedeutet in dem Video, dass er dort auf die Schnauze gefallen ist mit seiner philippinischen Freundin, dass die ihn ausgenommen hat. Das war ihm aber dann so peinlich, dass er darauf nicht weiter eingehen wollte, was ich eigentlich schade finde, denn das wäre ja genau spannend gewesen. Was ist er genau für eine Beziehung eingegangen? Wieso hat er sich hier veräppeln lassen von seiner Freundin? Wie konnte es dazu kommen, dass er sich hat ausnehmen lassen? So, bei diesem Punkt ist natürlich Ehrlichkeit ebenfalls extrem wichtig. Wir müssen ehrlich sein auf diesem Kanal. Wir müssen auch uns gegenüber ehrlich sein. Natürlich ist es so, dass viele männliche Mandanten von uns in Länder wie die Philippinen umziehen, weil sie dort hoffen, eine Lebenspartnerin zu finden. Das hat jetzt überhaupt nichts mit Sextourismus oder sowas zu tun. Hier geht es einfach um das Grundbedürfnis des Menschen, in einer Partnerschaft zu leben. Wir sind ja Rudeltiere, ja. Wir sind nicht dafür gemacht, alleine zu leben. Das heißt, wir sehen uns nach einer Partnerschaft, wir sehen uns nach Gemeinsamkeit, wir sehen uns nach Begegnung. Und viele gerade Männer erhoffen sich natürlich dann, wobei in anderen Ländern sind es auch Frauen. Ich kann dir Geschichten zum Beispiel von Sansibar erzählen, unglaublich, aber davon wollen wir jetzt nicht reden. Wie gesagt, vielfach ist es natürlich so, dass auch Männer, wo man jetzt vielleicht sagen würde, okay, die sind jetzt nicht besonders attraktiv oder die haben jetzt in Deutschland, in Europa nicht gerade besonders viele Chancen bei der Damenwelt, dass die in den Philippinen natürlich schon Chancen haben. Und wie gesagt, ich rede jetzt überhaupt nicht von Ausbeuten oder sowas. Ich rede jetzt von respektvoller Begegnung. Ich rede jetzt von tatsächlicher Zuneigung, von Liebe, von Romantik. Und wir haben viele Mandanten, die dort dann tatsächlich glücklich geworden sind und eine erfüllte Partnerschaft gefunden haben. Aber auch hier musst du natürlich deinen gesunden Menschenverstand benutzen. Ist es jetzt wirklich realistisch, dass eine 20-Jährige einen 60-jährigen Mann anhimmelt?
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich geht es dir nicht um die inneren Werte, sondern wahrscheinlich geht es dir auch ums Geld. Ja, das ist ja komplett natürlich. Wenn du das nicht siehst, dann hast du wahrscheinlich Tomaten auf den Augen. Ja, das heißt, du musst hier natürlich dir gegenüber ehrlich sein. Was gebe ich dieser Frau? Was gibt sie mir? Ja, ist das gleichwertig, auch wenn es nicht das Gleiche ist, was wir uns gegenseitig geben. Und wenn du hier natürlich vorschnell bist, wenn du dich dann sofort hier Hals über Kopf verliebst und dann den Verstand ausschaltest, ja, dann kommt es natürlich zu solch fatalen Entscheidungen, wo du ihr dann Geld gibst, wo du ihr Geld für die Familie gibst oder am Ende heiratest du sie noch und dann kaufst du eine Immobilie, dann gehört die Immobilie deiner Frau, dann lässt sie scheiden. Also ich meine, das ist natürlich eine Realität. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Filipinas schlechte Frauen sind oder schlechte Menschen sind. Aber die Tatsache, dass so viele westliche Männer dort nach Partnerinnen suchen, die führt natürlich dazu, dass es dort auch jede Menge Gestalten gibt, die es jetzt nicht gut mit dir meinen. Also wenn du jetzt das Gehirn ausschaltest und dich von anderen Körperregionen hier steuern lässt und vor allem dein Bankkonto von anderen Regionen steuern lässt deines Körpers, ja, du weißt, worauf ich jetzt zeige gerade. Also, dann tut's mir leid. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Würde ich jetzt da wirklich die Philippiner dafür verantwortlich machen oder würde ich da dich dafür verantwortlich machen? Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Da lebst du wahrscheinlich komplett in einer falschen Realität. Ja, muss man ganz ehrlich leider sagen. Aber wenn du als Mann vorhast, in die Philippinen umzuziehen oder in ein ähnliches Land, dann absolut wirst du da Liebe und Glück finden können. Aber eben, du musst dem Zeit geben, nichts überstürzen lassen, den Verstand gebrauchen, realistisch sein, ehrlich sein und natürlich sehr gut überlegen, ob du dort wirklich heiraten willst zum Beispiel. Ja, das sind dann Dinge, die du tatsächlich dir überlegen musst. So, ein weiterer Punkt, der in diesem Video aufgebracht wurde, ist das Thema Lebenshaltungskosten und dass es ja alles gar nicht so rosig ist, wie man sich so vielfach vorstellt. Da hat eben der YouTuber dann ein Beispiel gebracht von jemandem, wie ich es vorhin genannt habe, der dort für 800 € im Monat lebt. Da kann er natürlich keine großen Sprünge dafür machen. Dort lebt er relativ bescheiden. Trotzdem will er dort gerne bleiben und nicht nach Deutschland zurückkehren. Also, ich finde das falsch, die Entscheidung. Wenn ich 800 € hätte und das wäre das Einzige, was ich habe, würde ich selbstverständlich in Deutschland leben. Dann würde ich noch Bürgergeld bekommen, dann wird mir die Wohnung bezahlt werden, dann wird mir die Krankenversicherung bezahlt werden. Das alles muss ich ja in den Philippinen dann noch extra bezahlen. Sicherlich, die Wohnungen können günstig sein. Wenn du unsere Videos gesehen hast, dann hast du ja wahrscheinlich gehört, dass wir Mandanten dort Wohnungen beschaffen. Die kosten zum Teil 150 $, die kosten zum Teil 300 $. Die sind also wirklich günstig. Aber wenn man all die anderen Dinge zusammenrechnet, dann kommt man natürlich mit 800 € nicht sehr weit. Ja, und jetzt bin ich wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Am Ende ist alles eine Geldfrage. Ich lebe seit 25 Jahren im Ausland. Ich habe Deutschland vor 25 Jahren verlassen. Ich habe die EU vor 25 Jahren verlassen. Ich hätte mir niemals ein Leben im Ausland vorstellen können, wenn ich dort finanziell jetzt eingeschränkt gewesen wäre und ich jetzt dort hätte ums Überleben kämpfen müssen finanziell. Ich hatte Gott sei Dank immer Position und ich hatte Gott sei Dank immer natürlich auch Business dann, was mir erlaubt hat, einen bestimmten Lebensstandard zu leben. Aber ohne diesen Lebensstandard wäre ich natürlich nie ins Ausland gegangen. Nochmal, wenn du nicht gut situiert bist, und ich meine jetzt nicht damit, dass du reich bist, aber dass du komfortabel im Ausland leben kannst, dass du also in den Philippinen leben kannst wie ein König, ja, dass du also auf jeden Fall mehrere tausend Euro im Monat hast. Ich meine, ich weiß nicht, soll ich 2000 € sagen, soll ich 3000 € sagen? Wenn du das nicht hast, ja, dann würde ich mir schwer überlegen, ob das wirklich der richtige Schritt ist. Denn in solchen Ländern ist es wirklich nur Fun, wenn du natürlich auch ein bisschen Geld hast. Du musst jetzt kein Millionär sein natürlich, aber du musst schon natürlich einen gewissen Lebensstandard auch führen können, weil ansonsten droht die Depression. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ja? Also das heißt, wie gesagt, mit 800 €, das finde ich schon wirklich extrem problematisch. Ja, also da könnte mich nichts halten in den Philippinen mit diesem Geld. Für viele Auswanderer heißt natürlich konkret, dass sie sich Wege suchen müssen, wie sie weiter verdienen. Jetzt gibt es Mandanten, die zum Beispiel traden, die zum Beispiel sich selbst beibringen, wie sie ihr Kapital vermehren. Das ist natürlich eine gute Sache. Manche haben dann andere Einkunftsquellen, wie natürlich die Person, von der ich jetzt gerade spreche, nämlich ihren YouTube-Kanal. Auch das ist natürlich etwas, was man sich überlegen kann. Ja, aber wie gesagt, also ich bringe diese Beispiele deswegen, denn von was ich dir auf jeden Fall abraten muss, ist, dass du dort lokal von Einkommen abhängig bist. Ja, dass du dort lokal zum Beispiel arbeitest in irgendeinem lokalen Job oder von mir aus, dass du Fremdenführer bist für deutsche Touristen. Also das würde ich auf keinen Fall machen. Ja, dann befindest du dich schon im Bereich Goodbye Deutschland, sage ich jetzt mal. Ja, wo ja das Scheitern hier von Deutschen im Ausland glorifiziert wird. Also
Ich würde niemals ins Ausland gehen, wenn ich dort lokal von einem Job angewiesen bin, außer ich habe jetzt tatsächlich einen gut dotierten Job und ein Jobangebot, wenn ich ins Ausland gehe. Aber dann zu sagen, ich gehe da mal hin und dann schaue ich mal, ob ich dort irgendwie als deutscher Handwerker tätig werden kann, also das finde ich höchst riskant, das würde ich nicht machen. Am besten ist es, wenn du Geld im Ausland verdienst, am besten Geld zu Hause in Deutschland, Österreich oder der Schweiz oder wo auch immer, online vielleicht, dann ist sowas machbar, aber natürlich entweder kein Einkommen zu haben oder dort von einem lokalen Arbeitseinkommen, von einem lokalen Lohn abhängig zu sein, das ist meiner Meinung nach die absolute Horrorvorstellung. Das kann ich definitiv niemandem empfehlen. Das würde ich keinem Mandanten jemals empfehlen, so zu machen. So, der nächste Punkt, den dieser YouTuber angesprochen hat über das Leben in den Philippinen, ist die Einsamkeit. Aufgrund der großen Distanz zu Deutschland, da verliert man vielleicht Kontakt mit der Familie. Und dann ist es natürlich auch die Einsamkeit, weil man lokal vielleicht keine Freunde findet. Beides finde ich natürlich einen extrem wichtigen Punkt und da komme ich sofort wieder zu meinem ursprünglichen Punkt zurück. Es ist natürlich vor allen Dingen eine Geldfrage. Wie oft kannst du nach Deutschland zurück? Wie oft kannst du nach Deutschland fliegen? Wie oft kannst du dort deine Familie besuchen oder wie oft kannst du denen ein Flugticket bezahlen, dass sie dich besuchen können? Wenn das nicht möglich ist aus finanziellen Gründen, weil du stark finanziell strapaziert bist, nochmal, dann würde ich niemals auswandern. Der Mensch braucht Familie, der Mensch braucht Beziehung. Ich könnte mir niemals vorstellen, jetzt von meiner Familie, die in Deutschland lebt oder in anderen Ländern, getrennt zu sein. Ich bin immer in der Lage, zu Familienfeiern, zu besonderen Anlässen irgendwo hinzufliegen, zum Beispiel zu Hochzeiten, zu Taufen, zu Geburtstagen. Ja. Und das ist mir extrem wichtig, auch als jemand, der schon seit 25 Jahren im Ausland wohnt. Wenn ich auf einmal nicht mehr das Geld hätte, das zu tun, ja, weil ich so finanziell strapaziert bin, dann würde ich mir natürlich sehr gut überlegen, ob diese Entscheidung ins Ausland zu gehen wirklich richtig ist. Ich finde es falsch, dass du hier diese Beziehung abschneidest, weil du sagst, naja, okay, ich lebe in den Philippinen, ich habe kein Geld zurückzukommen. Wenn ich dort wählen müsste, würde ich nicht die Philippinen wählen. Ist ja völlig klar. Diese Beziehungen sind doch viel zu wichtig. Also, vielleicht sind sie dir auch nicht wichtig, vielleicht hast du dich verfeindet mit deiner Verwandtschaft. Okay, dann ist was anderes, ja. Aber den meisten Menschen ist das extrem wichtig. Ich finde, dass es den meisten Menschen zu wichtig ist. Wir haben viele Mandanten, die sagen, ich könnte nie ins Ausland umziehen, weil dann kann ich ja meine Familie überhaupt nicht mehr sehen. Also so eng bin ich jetzt mit meiner Familie nicht, mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, dass wir jetzt wirklich hier aufeinander hocken müssen, dass wir uns jetzt jeden Tag sehen müssen oder jedes Wochenende. Wenn wir uns einige Male pro Jahr sehen und dann eine gute Zeit miteinander verbringen, dann ist das toll. Zwischendurch telefonieren wir, reden über WhatsApp oder was auch immer. Ja, also so bin ich jetzt nicht, aber natürlich das Gefühl haben zu können, jederzeit zurückzugehen und das auch dann mehrmals pro Jahr zu machen, das ist mir extrem wichtig, ja. Und das ist den meisten Menschen wichtig. Das heißt, wiederum, wenn du nicht das Geld hast, ja, und du in die Philippinen ziehst, ohne dir darüber Gedanken zu machen, ich würde dir ganz klar davon abraten. Und der andere Aspekt ist natürlich, dass man auch lokal sich dann Freunde sucht. Ja? Ich bin jetzt nicht der Typ, ehrlich gesagt, der sich dort immer diesen Expat-Communities anschließt, aber ich finde es auch nicht schlecht, wenn man es macht. Wir waren vor kurzem in Dubai auf einem Seminar und haben dort einige Deutsche getroffen, die dort schon in Dubai leben. Die sind dort extrem gut vernetzt mit der deutschen Community. Das geht von deutscher Kirchengemeinde bis zu deutschem Kegelclub bis zum deutschen Opernabend. Ja? Die treffen sich regelmäßig und die schätzen diesen Austausch sehr. Die machen aber eine sehr bewusste Anstrengung. Das ist nicht etwas, was einfach so passiert. Wenn du Kinder hast, die noch in die Schule gehen, ehrlich gesagt, dann ist das ziemlich einfach, weil dann lernst du über Schule und Kindergarten natürlich andere Eltern kennen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann musst du bewusst solche Möglichkeiten aufsuchen und nach solchen Möglichkeiten auch suchen. Diese Mandanten, von denen ich jetzt spreche, zum Beispiel in Dubai, ich glaube nicht, wenn man die fragt, ob sie sich einsam fühlen, dass sie wirklich einsam sind. Die haben auch Kinder, die haben erwachsene Kinder und Enkel in Deutschland mittlerweile, die fliegen regelmäßig nach Deutschland. Manchmal fliegt die Frau auch allein nach Deutschland zurück, der Mann muss in Dubai arbeiten. Also die stehen in sehr regem Kontakt mit ihrer Familie und auch mit Freunden in Dubai. Ich habe noch nie gehört, dass die mir gesagt haben, sie fühlen sich einsam. So, jetzt. Du hängst vielleicht nicht so in der deutschen Community, dann machst du halt was anderes. Ja? Gehst du auch in Vereine, besuchst dort Kirchengemeinden oder was auch immer. Also ich meine, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber es ist etwas, was man aktiv betreiben muss. Wenn du einfach zu Hause sitzt und nichts machst, kannst du davon ausgehen, dass du sehr schnell vereinsamst. So, also das sind meine Kommentare zu diesem Video. Im Grunde genommen geht es hier gar nicht mal so speziell um die Philippinen. Hier kann man jetzt ganz generell über das Thema Auswandern sprechen, insbesondere natürlich das Auswandern in Entwicklungsländer, in Länder, die jetzt nicht unbedingt westliche Industrieländer sind. Die Herausforderungen werden dort ähnlich sein, aber sie sind natürlich auch ähnlich grundsätzlich in allen Auswanderungsländern.
Du musst dich gut vorbereiten, du musst die finanziellen Ressourcen haben und du musst natürlich auch realistische Vorstellungen davon haben, wie das Leben sich abspielt in solchen Ländern. Es hilft möglicherweise dort viel Zeit vor der Auswanderung zu verbringen, zum Beispiel im Rahmen von Ferien. Und wenn du das machst, meiner Meinung nach, dann bist du sicherlich dort bestens vorbereitet und dann wirst du dort ein schönes Leben finden. Andernfalls, wie gesagt, finde ich ein solches Vorhaben ziemlich problematisch und du bleibst möglicherweise besser zu Hause. Da muss man eigentlich ganz realistisch sein. Aber grundsätzlich kann das Auswandern eine tolle Erfahrung sein. Es ist für die meisten unserer Mandanten eine tolle Erfahrung. Es ist für mich eine sehr positive Erfahrung gewesen. Ich bereue den Schritt nicht. Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst, vielleicht in die Philippinen oder irgendwo anders hin, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Das heißt Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz, neues Vermögen aufbauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.